Ich habe den Luxin X9 jetzt schon eine ganze Weile hier und bin immer noch ziemlich begeistert von dem, was das Teil kann. Trotzdem gibt es eine Funktion, die viele von euch und ehrlich gesagt am Anfang auch mich etwas überfordert. Wenn ich meinen Kopfhörer in den Einstellungen des Headphone Equalizers einrichte, welche Target Curve bei der Option Select Target Frequency Response soll ich wählen? Heute kam genau dazu ein Kommentar unter meinem Review-Video. Ich habe den Luxin schon einige Zeit im Einsatz und bin begeistert. Was mich allerdings etwas überfordert, ist die Funktion Select Target Frequency Response. Da hätte ich gerne mehr Infos und Tipps dazu. Wenn dir das ähnlich geht und du dich fragst, was es mit Harman, HMS 1.3, Oratory 1990 und diesen ganzen Target Curves auf sich hat, in diesem Video gehen wir genau das Schritt für Schritt durch. Am Ende weißt du nicht nur, welche Kurve was macht, sondern auch, wie du die eigenen Presets bauen kannst. Hi, ich bin Björn von HiFi Geek und heute machen wir einen Deep Dive in den Luxin X9. Spoiler, es wird ziemlich nerdig. Fangen wir mit der Grundidee an. Der Headphone Equalizer im Luxin X9 ist kein simpler Multiband-Equalizer, sondern arbeitet mit einer riesigen Messdatenbank. Im DSP-Chip, das ist ein AKM AK7739, stehen über 2500 echte Kopfhörer-Messdaten zur Verfügung in der Cloud. Das sind keine simulierten Kurven, sondern Frequenzgänge, die auf professionellen Messrigs wie einem Grass 43 AG aufgenommen wurden, also einem Kunstkopf, wie ihn auch Oratory 1990 oder Audio EQ verwenden. Wenn du im Menü deinen Kopfhörer auswählst und zum Beispiel Harman Over-Ear als Ziel auswählst, passiert im Hintergrund Folgendes. Der X9 lädt zuerst die Messdaten deines Kopfhörers, also den realen Frequenzgang mit Bassdips, Peaks und so weiter. Dann lädt er die Zielkurve, zum Beispiel die Harman 2018 Over-Ear-Kurve mit ihrem Bass-Boost und dem sanften Höhen-Roll-Off. Und schließlich berechnet der DSP Filter, die genau den Abstand zwischen deinem Kopfhörer und dieser Zielkurve schließen. Das Ergebnis, der Frequenzgang dieses Kopfhörers, nähert sich sehr genau der Target Curve an. Aber Bühne, Dynamik und grundsätzlicher Charakter bleiben erhalten. Der X9 macht das Setup also nicht zu einem Kopfhörer-Einheitsbrei, sondern bringt jedem Kopfhörer eher in eine sinnvolle, nachvollziehbare Abstimmung. Gehen wir die 11 Target Curves kurz durch. Ohne Mess-Overkill, aber mit genug Info, dass du weißt, wann du was testen solltest. Flat. Flat ist die einfache Referenzlinie. 0 dB über das ganze Spektrum, also so neutral wie möglich. Das ist nützlich, wenn du mit Bypass vergleichen willst oder wenn du eigene Parameter EQ-Einstellungen aufbauen möchtest. Für Mixing oder Mastering lohnt sich das. Zum Musikhören klingt es oft eher sehr nüchtern. Harman Over-Ear. Harman Over-Ear basiert auf der Harman-Studie von 2018. Du bekommst einen Bassboost von rund 6 dB im Tiefbass, recht lineare Mitten und einen sanften Abfall in den Höhen. Das ist mein Standardtipp als Daily Driver. Pop, Rock, Hip-Hop, EDM. Damit fühlen sich die meisten Tracks sofort richtig an. Harman Over-Ear HMS 1.3. Das ist ebenfalls die Harman-Kurve, aber auf den HMS-Messstandard angepasst. Der Bass ist etwas präziser, die Höhen sind etwas glatter. Ich nutze das gerne für längere Sessions, Podcasts oder alles, wo mich zu viele Höhen auf Dauer nerven. Critical Ears 711, Harman Over-Ear 2018. Hier kombiniert Luxin die Harman-Kurve mit der Messgeometrie von Chronicles Ears 711 Rig. Ergebnis: noch etwas mehr Bass, korrigierter Peak im Präsenzbereich. Ideal, wenn du deinen Kopfhörer eher schlank abgestimmt und wenn du eher Richtung Death Metal, Hardcore oder Hip-Hop unterwegs bist. Auto-EQ In-Ear. Auto-EQ In-Ear basiert auf der Auto-EQ-Datenbank, die extrem viele IEM-Messdaten zusammenführt. Du bekommst straffen Bass, neutrale Mitten und eine typische IEM-Höhenanhebung. Für komplexere, dichte Musik, Melodic Death, Prog, Jazz finde ich das eigentlich schon sehr spannend. HMS 1.3 Auto-EQ In-Ear. Das ist die Auto-EQ-Variante wieder auf HMS 1.3 Standard angepasst. Der Bass ist sehr kontrolliert, die Mitten sitzen genau, Resonanzen werden gut eingefangen. Ich würde das bei moderner, basslastiger Musik testen. Deathcore, Dubstep, alles mit sehr schnellen Kicks. Diffuse Field 518. Diffuse Field 518 versucht ein diffuses Schallfeld zu simulieren, so als würdest du von allen Seiten beschallt. Die Kurve ist sehr linear mit leicht erhöhten Höhen. Das ist interessant für Klassik, Jazz und akustische Aufnahmen, wenn du eher analytisch hören möchtest.
LMS 20G ohne Bass. LMS 20G ohne Bass ist ein eher spezielles Profil. Der Bass wird deutlich zurückgenommen, der Fokus liegt auf Mitten und Höhen. Das kann spannend sein, wenn dir Stimmen extrem wichtig sind. Singer, Songwriter, Oper, Postrock oder wenn du einen sehr bassstarken Kopfhörer etwas zähmen möchtest. Oratory 1990 In-Ear. Hier nutzt der X9 Messungen von Oratory 1990 für In-Ears. Das Ergebnis ist eine sehr aufgeräumte Abstimmung mit präzisen Höhen. Das passt gut zu Genres, in denen Becken, Hallräume und Atmosphäre eine große Rolle spielen. Black Metal, Technical Death, aber auch Ambient. Oratory 1990 Over-Ear. Dasselbe Prinzip, aber für Over-Ears. Das ist eine der neutralsten Kurven im X9. Ausgewogener Bass, saubere Mitten, kontrollierte Höhen. Wenn du eine Art Studioreferenz für alle Genres willst, ist das eine sehr gute Wahl. Harman Over-Ear 2013. Zum Schluss noch die ältere Harman-Variante von 2013. Etwas weniger Bass, alles etwas weicher. Ich nutze das gerne für ältere Rock- und Metal-Produktionen aus den 70ern und 80ern, weil es oft die etwas dünneren Aufnahmen nicht so aggressiv nach vorne schiebt. Das Schöne am Luxin X9 Headphone Equalizer ist, es muss nicht bei diesen 11 Kurven bleiben. Du kannst sie als Basis nutzen, deine eigenen Presets draus zu bauen. In der App gehst du im Headphone Equalizer einfach auf das Plus-Symbol neben deinem Kopfhörer, vergibst einen Namen und der X9 speichert das aktuelle Target Curve als Ausgangspunkt für das Profil. Danach kannst du Parametric Equalizer, Crossfeed und Stereo Width so anpassen, wie du es magst. Wenn du den X9 auch als Vorstufe in deiner HiFi-Anlage einsetzt, wird es besonders interessant. Der Pre-Out übernimmt die Headphone Equalizer-Einstellung, also auch deine eigenen Presets. Mit RLW und einem kalibrierten Mikro wie dem Mini-DSP UMIC 1 kannst du deinen Lautsprecher messen, RLW eine Target Curve bauen lassen, die Filterkoeffizienten exportieren und im X9 per Batch-Import unter Headphone Equalizer laden. So bekommst du digital saubere Korrektur bis zum Verstärker. Ein zweites Thema, das zum Headphone Equalizer gehört, ist Crossfeed. Viele von euch kennen das. Kopfhörer klingen oft so, als würde die Musik mitten im Kopf entstehen. Mit zwei Lautsprechern im Raum passiert etwas anderes. Jedes Ohr hört auch einen kleinen Teil des anderen Kanals, zeitverzögert und leiser. Genau das versucht Crossfeed zu simulieren. Beim X9 arbeitet dahinter BS2B. Das steht für Bauer Stereo to Binaural. Ein gefilterter Anteil des Nachbarkanals wird dazu gemischt, im Hochton etwas gesenkt und zeitlich leicht verschoben. Dadurch wandert die Bühne gefühlt nach vorne, Stimmen wirken mehr in der Mitte des Raums und längeres Hören strengt halt weniger an. In der App findest du dafür 3 Presets. BS2B Default mit 700 Hertz und 4,5 Dezibel. Das ist die neutrale Grundeinstellung, ideal zum Einstieg. BS2B Polar mit 700 Hertz und 6 dB, gleiche Trennfrequenz, stärkerer Effekt. Gut für ältere, hart gespannte Rock- und Metal-Produktionen. BS2B Relax mit 650 Hertz und 9,5 Dezibel. Der kräftigste und angenehmste Effekt für lange Sessions, Hörbücher oder harsche Aufnahmen. Mein Tipp: Fang mit Default an. Hör ein, zwei Tracks und schalte danach kurz auf Relax. Wenn du merkst, dass die Musik weniger am Kopf klebt und sich eher wie ein kleines Lautsprecher-Setup anfühlt, bist du auf dem richtigen Weg. Zum Abschluss noch ein kleiner Vorschlag, wie du das alles testen kannst, ohne dich gleich zu verzetteln. Wähle einen Kopfhörer im Headphone Equalizer. Stell zunächst Harman Over-Ear ein, hör zwei, drei bekannte Tracks. Probiere nach Critical Ears 711, wenn du mehr Bass willst, oder Oratory 1990 Over-Ear, wenn du es neutraler magst. Wenn du deinen Favoriten gefunden hast, speichere ihn als dein eigenes Profil und ergänze, wenn du magst, Crossfeed auf Default oder Relax. Und ganz wichtig, immer mal wieder Bypass vergleichen, damit du ein Gefühl bekommst, was der X9 eigentlich für dich leistet. Ich hoffe, damit ist die Funktion Select Target Frequency Response im Luxin X9 etwas entzaubert. Innerhalb von ein paar Minuten kannst du deinen Kopfhörer an unterschiedliche wissenschaftlich fundierte Zielkurven anpassen. Danach immer noch deinen eigenen Geschmack obendrauf legen. Wenn du schon einen X9 hast, schreib mir gerne in die Kommentare, welche Target Curve du mit welchen Kopfhörern nutzt. Und wenn du das Thema spannend findest, aber mein Review dazu noch nicht gesehen hast, das verlinke ich dir unten drunter unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, lass noch einen Daumen hoch und auf jeden Fall ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Rumspielen mit dem Headphone Equalizer.
Ciao.